freue mich sehr, wirklich diesen Moment genießen zu dürfen. Und ich will einfach mal tatsächlich mit einer Aussage beginnen, mit einer These, nämlich tatsächlich, wir leben in einer Welt, wo Personalisierung und Loyalität extrem wichtig auf der Fläche ist. Und wir sehen einfach, dass der gesamte Prozess im Einzelhandel sich komplett verändert. Wir reden über Digitalisierung und zwar nicht nur auf der Online-Welt, sondern tatsächlich auch am Store. Wir reden über Digitalisierung in Präsenz und das wächst wirklich dermaßen zusammen und bedeutet für uns als Händler natürlich eine riesen Challenge, weil Ihr digitales Profil, was Sie in der Online-Welt haben, das wollen wir ja auch in Live am POS erleben und weiterentwickeln. Das bedeutet schlussendlich, wir leben in einer Welt von Omnichannel. Alles, was Sie in der digitalen Welt erleben, Ihr digitales Profil eben auch transferieren in die POS-Welt. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen und überlegen, wie wir das bestmöglich hinkriegen. Weil Sie wollen doch eins, dass das, was Sie digital kennen, online, auch im POS wiederfinden. Sie wollen doch ein frictionless und seamless Ausgang. Sie wollen doch zusehen, dass tatsächlich in aller Weise Ihre Shopping-Experience bestmöglich realisiert wird. Also, mein Name Florian Behrens, ich habe schon gehört, ich bin CIO der Bartels Langness, der Digital Unit von Bartels Langness. Wir sind ein Handelshaus in Norddeutschland, haben 120 Stores und gehören zu den Top 10 des deutschen Lebensmittelhandels. Wir sind aber auch in verschiedenen anderen Formaten unterwegs und bedienen tatsächlich gesamt Deutschland. Wir haben uns die Frage gestellt, tatsächlich, wie sind wir heute aufgestellt mit unserer App, mit unserer alten App, die wir hatten, und wir haben erlebt tatsächlich, dass unsere Challenges war, die Kunden haben sich zu Hause online, digital unterwegs damit auseinandergesetzt, Mensch, was kann ich machen, was kann ich bei Famila kaufen? Ja, welche Angebote sind da, welche Coupons sind da, welche Loyalty-Programme sind in den Markt gekommen und tatsächlich Ende der Story. Sie haben ihre App weggepackt, sind einkaufen gegangen und in dem Moment ging es los. Sie haben alle ihre Artikel gekauft, die sie gerne haben wollten, sind an die Kasse gegangen, haben ihre App rausgezogen, haben sich nochmal legitimiert, damit sie die Coupons einsetzen können. Und im Endeffekt war es das. Wir haben gelernt, wir haben überhaupt gar keinen Insights gewonnen, wir haben gar keine Adoption bekommen, konnten die gar nicht mehr beeinflusst während des Prozesses des Einkaufs. Und für uns war das der Moment, wo wir gesagt haben, irgendwie müssen wir wegkommen davon, wir müssen besser werden. Und dementsprechend haben wir ein Snapcard-System entwickelt. Wir wollten dichter an sie rankommen als Kunden. Wir wollen ganz gerne tatsächlich Personalisierung und Loyalty in Realtime ausspielen. Wir wollen die in dem Moment, wo sie shoppen, ihnen die Möglichkeit geben, tatsächlich bestmöglich einzukaufen, bestmögliche Informationen zu haben und tatsächlich einen komplett Prozess zu erleben bei uns in unserer Einkaufswelt, der friktionslos ist. Also Sie können bezahlen und Sie können entsprechend auch sämtliche Services nutzen, die wir eben ranbringen wollen. Dementsprechend haben wir die Frage gestellt, was können wir denn machen mit so einem digitalen Trolley-System? Wir haben angefangen, eine neue App zu bauen, tatsächlich, wie man hier sieht, rechts oder links, tatsächlich die neue App aufzubauen. Wir können da Kundenprofile ablegen, wir können sie erleben, sie kommen in den Store rein und schaffen es tatsächlich, sich an diesem Smartcard zu legitimieren. Wir laden ihr Profil, wir wissen, wer sie sind. Und warum ist das besonders toll? Weil wir natürlich während der digitalen Journey, die sie bei uns erleben, tatsächlich alles Mögliche ausspielen können. Wir können Coupons ausspielen, wir können ihre Ernährungsgewohnheiten ausspielen, wir können ihnen individuelle Informationen geben und vor allem können wir Retail-Media-Produkte mit an die Hand geben, die ihr Einkaufserlebnis extrem bereichern. Und das endet eben auch bei Payment und bei den Möglichkeiten, dort entsprechend eben auch zu bezahlen. Genau. Also warum ist das besonders wichtig? Warum haben wir uns für dieses System entschieden? Weil wir gesagt haben, Mensch, wir brauchen ein System, was nicht jeden Einkaufswagen besetzt, weil Einkaufswagen extrem teuer sind und wir im Retail müssen natürlich genau überlegen, wie können wir das bestmöglich hinbekommen, dass wir dort ein gutes System haben, was die Kunden bereichert. Wir brauchen auch ein System, das tatsächlich, wissen Sie auch, heute ist es so, wenn Kunden einkaufen, wollen sie mit dem Einkaufswagen bis zum Auto gehen und im Auto einladen, dann haben sie einen Einkaufswagen, der fest verbaut ist und er muss irgendwie wieder zurück. Was ein Riesenproblem ist in dem Moment, weil sie keine Lust mehr haben, in den gesamten Einkaufswagen wieder in die Mall zu fahren. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir brauchen ein System, das ähnlich wie die Handscanner ist. Sie geben es einfach direkt am Ausgang wieder ab und brauchen einen ganz normalen Einkaufswagen. Das heißt, das Thema Investment ist besonders günstig.
Und wir wollten eben Möglichkeiten bieten, auf einem großen Screen viele Technologien anzusprechen, viele Sensoriken anzusprechen und da besser zu werden. Und dass Sie das erleben, gebe ich einmal weiter an Nico Müller, der zeigt Ihnen das. Wunderbar, vielen Dank für den Teil der Präsentation. Wir sind Supreme, wir sind ein Self-Checkout-Spezialist aus Österreich, einer der führenden. Mittlerweile in über 2000 Filialen kann man unsere Lösungen erleben, in über 12 Ländern. Das fängt an in Kanada mit Loblaw, dem größten kanadischen Händler, in Europa mit der Auchan Retail, der Rewe-Gruppe, vielen anderen großen Händlern und jetzt sogar in Neuseeland mit Foodstuffs. Was meinen wir mit Self-Checkout-Ökosystem? Angefangen haben wir mit Scan & Go. Bei uns eine einzige Integration zum POS ermöglicht all diese Frontends und Hardware-Optionen für den Händler. Am nächsten Tag kann man das reinstellen. Angefangen mit Scan & Go, dann haben wir ein Exit Gate entwickelt, eine Exit-Lösung mit unserem Investor der Umdash-Gruppe, haben dann eine SCO weiterentwickelt, eine Self-Checkout-Lösung, ein Self-Checkout-Kiosk, der live ist, und dann auch natürlich einer der führenden Anbieter für den Handscanner. Und unsere letzte Ergänzung war eben Supreme Snapcard, eine Smartcard-Software, weil wir sehen, ein großer Bildschirm direkt bei der Kaufentscheidung beim Kunden, das ist, wohin die Reise geht. Welche Daten wir benötigen? Typischerweise ist die Integration sehr einfach. Wir brauchen die Produktinformationen, die Preisinformationen, falls wir Zahlung aktivieren, dann das Transaction Clearing und falls wir personalisieren können, das Loyalty-Programm anzubinden. Das hilft auch nochmal sehr, den Kunden auch persönlich anzusprechen. Wir waren jetzt vor kurzem auch in einer der Filialen, haben da auch einen kleinen Clip aufgezeichnet, damit man sich etwas einmal vorstellen kann unter dem ganzen System. Und den würde ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Ich rede auf der Tonspur ein bisschen mit, damit man auch sieht, was da gerade passiert, weil das Ganze ja doch zusammengekattet ist. Wunderbar. Der Ton fehlt, glaube ich, noch. Oh ja. Gut, die Kollegin checkt jetzt aus, das ist über die Famila Nordost App. Da kann man direkt den QR-Code scannen. Der Kunde wählt dann aus, mit welchem Client der das verwenden will, wird begrüßt, kann dann das Tablet entnehmen. Hier eben das Mount, das heißt, man kann auch die Cards retrofitten, ein großer Vorteil von diesem System. Kann hier die Einkaufsliste abscannen, also die handgeschriebene Einkaufsliste wird abgescannt, digitalisiert und man braucht nicht extra noch mit dem Zettel herumgehen. Dann, das System funktioniert so: Produkt scannen, in den Warenkorb legen und die Kameras, die hier montiert sind, erkennen, ob ein Produkt auch wirklich in den Warenkorb dann gelegt wurde. Wir können sehen, wir guiden da den Kunden so gut wie möglich. Hier eine Empfehlung für die Eigenmarke, basierend auf was gerade im Warenkorb gelandet ist. Können hier auch die Rezepte, die Bela in der Famila Nordost App hinterlegt hat, anzeigen und auch die entsprechenden Produkte der Kundenliste, der Einkaufsliste hinzufügen. Hier sieht man, wie eine Wageninteraktion abläuft. Der Kunde wählt die Produkte aus, wiegt sie, Kunde scannt dann mit dem entnehmbaren Scanner der Handschuh, Tablet-Lösung diesen QR-Code ab und kann dann direkt weiter den Einkauf fortführen. Altersverifizierte Ware wird natürlich genauso unterstützt. Diese wird dem Kunden angezeigt, dass hier dann auch eine Mitarbeiterkontrolle notwendig ist. Gebindeeinheiten natürlich auch. Und ja, die Altersverifikation, die wir dann auch sehen werden. Hier sieht man die Sicherheitskontrolle, also wenn eben nicht gescannt wurde und dann etwas in den Warenkorb gelegt wird, zeigen wir dem Kunden, wie das System doch bitte zu verwenden ist. Wenn das zu oft passiert, passiert dann auch ein Spot-Check. Jetzt die 3 Exit Journeys. Good Case, ich klippe meinen Coupon, ich bezahle, ich habe keine Alterskontrolle, keinen Spot-Check, der getriggert wurde. Dann kann ich einfach die Filiale verlassen, zeige einen Code an von meinem Smartphone, zahle direkt am Gerät. Das ist jetzt mit der Alterskontrolle der zweite Case. Mitarbeiter hat das Gerät, den Supervisor in der Hand, bestätigt, dass der Kunde alt genug ist und kann dann den Einkauf durchführen, generieren die digitale Rechnung, die mit dem Smartphone abgescannt werden kann. Und hier der Spot-Check, auch hier unterstützen wir, zeigen Ware, wo es besonders wichtig ist, auch hier abzuscannen und den durchzuführen. Wir wollen ja auch keine alle Produkte kontrollieren, sondern die richtigen Produkte aus dem Warenkorb picken.
führt die Zahlung durch und dann kann die Kundin auch schon die Filiale verlassen. Hier wichtig, Alterskontrolle, Spotcheck, das alles verbindet all unsere Self-Checkout-Lösungen. Hier hat der Mitarbeiter die Mitarbeiter-App und die kann diese ganzen Business-Prozesse abdecken. Das heißt, egal welche Frontends von Supreme Sie verwenden, diese können alle über die zusammenführende Mitarbeiter-App abgedeckt werden für die Stichprobenkontrollen und die Alterskontrolle, sowie natürlich alle Analytics, die im Hintergrund über all diese Frontends ablaufen. Kurz noch zu der Lösung, mit der wir auch sehr erfolgreich sind mit der Handschuhlösung, unserem guten Partner, wo wir das ist natürlich ein geringes Investment, man kann das leicht nachrüsten, kleines Mount auf den Cards, der Kunde snappt das on, die Wand ist sehr sichtbar, man hat sehr viel, wir nennen das Screen Estate, auf der man natürlich auch Werbeschaltungen machen kann, den Kunden personalisiert ansprechen kann. Die Charging-Infrastruktur ist minimal, das ist im Store, Kunden kennen den Prozess von den Handscannern, ich nehme das, ich klippe das on und dann startet die Journey. Hier noch einmal, wie wir da zusätzlich auch für das Thema Loss Prevention arbeiten können, eben mit den 2 Kameras, die ein Stereobild erzeugen, können wir sehen, dass etwas in den Warenkorb gelegt wurde. Damit können wir den Kunden, falls er es nicht gescannt hat, erziehen, bitte doch den Scanner zu verwenden. Falls er das öfters mal nicht tut, dann würde ein Spot-Check laufen und damit auch erhöhen, dass solche Kunden kontrolliert werden. Hier noch ein paar Auszüge, die ich dankenswerterweise teilen darf. Ja, die Aufteilung ist war auch ein bisschen überraschend für uns, weil die Handscanner doch sehr etabliert sind. Das Smartcard wurde sehr gut angenommen. Wir haben, man sieht auch bei den Prozessen, Altersverifikation dauert wenige Sekunden. Das ist sehr wichtig, weil das sind die Prozesse, die Friction in den Prozess bringen, Reibung in den Prozess bringen, die müssen gut ablaufen. Und was ganz wichtig ist, neben dem User-Feedback, ist, dass das System unterstützt, wenn es wirklich notwendig ist, zur Stoßzeit. Und damit bedanke ich mich.